Der Herbst mit seinen bunten Farben erlaubt es uns heute mal so richtig in den Farbkasten zu greifen. Wenn du Gelb, Orange und Grüntöne liebst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und jetzt geht's los. Ein Spaziergang im Herbst ist immer schön. Die Farben leuchten, egal ob die Sonne scheint oder ob es ein eher trüber Tag ist. Die warmen Orange- und Gelbtöne des herbstlichen Laubes machen einfach gute Laune. Wenn man einen dieser besonders schönen, warmen Tage erwischt, kann man selbstverständlich auch noch gut draußen plein air malen. Hier sehen wir eine Skizzenbuch-Doppelseite, die vor einigen Tagen in Schweden direkt im Wald entstanden ist. Ich habe es mir aber heute in meinem gemütlichen Studio bequem gemacht und arbeite das heutige Motiv nach diesem Foto. Wer hier im Kanal öfter mal dabei ist, weiß, dass ich gerne, bevor ich mit dem endgültigen Aquarell beginne, eine Tonwertskizze anfertige. In diesem Fall kürze ich diesen Arbeitsschritt ab und habe mir mein Foto einfach in Schwarz-Weiß ausgedruckt. Mit meiner Tonwertkarte kann ich jetzt gut schauen, welche Tonwerte im Motiv vorhanden sind und mir einen Plan machen, wie ich die Tonwerte dramaturgisch sinnvoll im Bild verteilen möchte. Mithilfe dieses kleinen Tonwertsuchers hier finde ich die Stellen im Bild, an denen die stärksten Kontraste sichtbar sind. Zum Beispiel hier zwischen dem hellen Baumstamm und dem sehr dunklen Hintergrund. Auch wenn das Bild nachher durch seine Farbigkeit wirken wird, plane ich eine tonwertige Staffelung zwischen dem dunklen Hintergrund und den hellen Stämmen und dem leuchtenden Laub. Der Baumstamm links ist mit seiner dominanten Form so dunkel, dass er als Bildrahmen gemeinsam mit dem dunklen Vordergrund gut funktionieren wird. Die heute verwendeten Materialien sind Winsor Yellow, Lichter-Ocker, Alizarin-Karmesin, Sienna gebrannt, Zylinblau, Kobaltblau und Titanweiß von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Lasurorange von Schminke, Perilane Green und Green Appetite Genuine von Daniel Smith. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches, 300 Gramm, Graphit, das Format ist etwas kleiner als DIN A4. Ich arbeite mit meinen 3 Pinseln aus meiner eigenen Pinselserie. Das ist links der große Eichhörnchenhaarpinsel, Größe 12, ein Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10 und ein kleiner synthetischer Kunststoffpinsel in der Größe 6. Der flache Pinsel ist der sogenannte Auswaschpinsel von Da Vinci in der Größe 10. Außerdem liegt hier noch meine Sprühflasche, mit der ich später die kleinen Tropfenstrukturen in die Farbfläche sprühe. Für die Skizze sind heute nur wenige Striche nötig. Ich deute die Baumstämme und einige Äste in verschiedenen Distanzen an und lege die Erdlinie für den Waldboden fest. Skizze und Foto bekommen die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesendet. Ab 2 € monatliche Unterstützung kannst du auf diesen Service zugreifen. Und ich denke, für viele von euch ist dies hilfreich, um mit Skizze und Referenzfoto die Motive noch besser nachvollziehen zu können. Unter dem Video haben wir den Link zu Steady meine Unterstützung aufgeschrieben. Hier kannst du dich über die verschiedenen Unterstützerpakete informieren. Wir freuen uns in jedem Fall über eine kleine Unterstützung, denn das Aufbereiten und Herstellen dieser Malvideos auf YouTube kostet viel Zeit und Arbeit. Die hellen Laubmassen trage ich mit lockeren, leichten Strichen hier ganz vorsichtig ein und radiere an dieser Stelle auch die Stammformen wieder aus. Hier soll das Laub später vor den Baumstämmen gemalt werden. So entsteht die schöne Räumlichkeit im Bild. Heute lohnt es sich übrigens ganz besonders, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn am Ende des Videos gibt es eine Ankündigung, die dich mit Sicherheit interessieren wird. Ich arbeite jetzt auf trockenem Papier mit einer Mischung aus Zylin und Kobaltblau, den frischen, kühlen Herbsthimmel. Mit Winsor Yellow, lichter Ocker und auch schon ein wenig Lasurorange setze ich an die noch feuchten Himmelsränder großzügig verschiedene Farbflecken.
Hier kommt noch etwas Rot dazu und ein paar Spritzer mit dem Pinsel geben ganz lockere Formen hinein. Für den unteren Bereich des Waldes verwende ich Green Appetit Genuine, Sienna gebrannt und ein wenig von der vorherigen Mischung. Auf dem Waldboden geht es nun mit einer Lasur aus Gelb und verschiedenen Rot- und Brauntönen weiter. Nach vorne hin wird der Farbauftrag etwas dunkler. Hier mische ich Green Appetit Genuine in die Farbe hinein. Wichtig ist für mich, dass die Grundstimmung des gesamten ersten Farbauftrages in der warmen Farbtemperatur bleibt und nur der Himmel eine Prise frische Luft ins Bild bringt. Mit einer sehr kräftigen Mischung aus Perry Lane Green und etwas Rot arbeite ich jetzt das dunkle Unterholz am Ende der Waldlichtung. Der erste Farbauftrag ist noch feucht und hier ist es jetzt wichtig, den richtigen Moment für die dunkle Farbe zu erwischen. Sie soll sich weich mit der darunterliegenden Farbe verbinden, aber nicht in verschiedene Richtungen davonfließen. Der Pinsel ist jetzt also relativ trocken und die Farbe, die ich verwende, ist relativ cremig. Mit der Sprühflasche bringe ich noch etwas Struktur in die Form und auch einige größere Tropfen spritze ich mit dem Kunststoffpinsel auf. Aus der immer noch feuchten Farbe kratze ich mit dem Malspachtel einige helle Stämme. Dies geht jetzt besonders gut, weil die Farbe sehr cremig auf dem Papier sitzt und nicht mehr ganz so feucht ist. Nun muss das Bild einmal durchtrocknen. Ich bin oft von euch gefragt worden, ob ich die Aquarelle, die ich hier auf dem Kanal male, auch verkaufen würde. Aus diesem Grund habe ich eine Versteigerung eingerichtet über eBay, die auch für dieses Original-Aquarell wieder 3 Tage lang laufen wird. Und zwar von dem Zeitpunkt an, wenn der Film erscheint, bis Dienstag, den 7. November geht die Versteigerung. Das Original-Aquarell wird dann, so wie man es hier sieht, mit einem Passepartout versehen, an den Meistbietenden versendet. Weiter geht es nun mit dem zweiten Farbauftrag und hier beginne ich zunächst mit dem dunklen Stamm auf der linken Seite. Ich mische mir Sienna gebrannt, Ultramarinblau und etwas Alizarin Karmesin und male mit viel Pigment, aber auch mit viel Wasser den Baumstamm. Ich verändere die Farbe häufig und achte auch darauf, dass der Pinselstrich immer variabel bleibt. Hier im unteren Bereich kommt etwas mehr Lasurorange und lichter Ocker in den Stamm und auf der rechten Seite und unter den Ästen arbeite ich ein wenig dunkler. Im Vordergrund möchte ich einen Busch stehen lassen, hier bin ich etwas zu tief gerutscht, also tupfe ich mit dem Baumwolltuch die Farbe an dieser Stelle wieder etwas heraus. Einige Äste ziehe ich mit durchbrochenem Pinselstrich aus dem Baumstamm heraus und mit dem Malspachtel kratze ich einige Gräser, Blätter und Strukturen in den Baum. Nun wasche ich mit meinem Flachpinsel ein paar helle Baumstämme aus.
Hier achte ich darauf, dass gelegentlich Laub vor den Baumstämmen stehen bleibt, also die Stämme nicht vollständig zu sehen sind. Im Anschluss gestalte ich die Baumstämme mit einer lichten und einer Schattenseite, indem ich sie auf der rechten Seite mit einer Mischung aus Blau und Sienna gebrannt kräftig akzentuiere und dann mit Wasser anlöse. So entsteht eine schöne Rundung und der Baumstamm wird plastisch. Ich variiere die Stämme in der Farbigkeit und wechsle hier zwischen Blau und Braun. Die linke Seite der Stämme ist die Lichtseite. Hier kann ich etwas Helligkeit mit dem Auswaschpinsel wieder herausholen. Dies ist schon ein sehr schöner Effekt. Ich werde aber später hier mit Jaune Brillant aus der Tube noch einen stärkeren Akzent setzen. Zunächst einmal möchte ich den Vordergrund noch dunkler gestalten. Ich mische mir also noch einmal Sienna gebrannt mit Ultramarinblau und setze mit lockeren Pinselbewegungen abstrakte Flecken in den Vordergrund. So kann der Mittelgrund und auch das Laub im oberen Bereich des Bildes noch stärker leuchten. Ein paar mehr Äste möchte ich jetzt noch hier ins Bild einbringen. Ich arbeite mit der feinen Spitze meines Rotmarderpinsels und ziehe mit schnellen Bewegungen über das Blatt, sodass der Pinselstrich zwar dunkel, aber auch durchbrochen und leicht aussieht. Zum Schluss noch etwas Glanz auf die Baumstämme mit Jaune Brillant direkt aus der Tube. Jaune Brillant ist ja eine Farbe, die aus 3 Pigmenten besteht, einem Weiß, einem Gelb und einem Braun. Durch das Weiß in der Mischung wird die Farbe besonders deckend und leuchtend. Ich kann also mit diesen Lichtkanten einzelne Stämme noch einmal akzentuieren und finde es immer wieder erstaunlich, wie viel Plastizität so noch entsteht. Meine Farbpfütze hier im Vordergrund ist noch feucht und so kann ich mit dem Malspachtel jetzt noch einmal ein paar Gräser hineinritzen, um auch hier noch kleinere Formen ins Bild zu bringen. Zum Abschluss einige Spritzer mit Rot und Orange in die Blätterformen. Ich denke, mein bunter Herbstwald ist nun fertig gemalt. So, mein Motiv ist jetzt fertig gemalt. Ich hoffe, ihr seid mit eurer Version auch zufrieden oder habt jetzt Lust, es einmal auszuprobieren. Nun noch meine kleine Ansage, die ich ja am Anfang des Videos versprochen habe. Es wird einen öffentlichen Livestream hier auf YouTube geben am 5. Dezember 2023. Normalerweise sind diese Livestreams, die ich ja regelmäßig veranstalte, für den Unterstützerbereich hier in der Aquarellwerkstatt vorbehalten, aber diesmal ist dieser Livestream offen für alle.
Ihr könnt euch also am 5.12. einfach dazuschalten. Um 19 Uhr geht's los und ich male hier in Echtzeit ein schönes Motiv. Welches Motiv das sein wird, ist noch nicht ganz klar. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal schreibt, worauf ihr Lust hättet. Ich suche dann ein schönes Thema aus und freue mich, wenn wir am 5.12. gemeinsam malen.